Für unsere Makramee-Blumenampel benötigen wir eine Bohrmaschine, einen Holzbohrer, ein Holzbrettchen oder eine Holzscheibe, Perlen, einen Gardinenring und Baumwollseil. In meinem Fall benutze ich hier geflochtenes Baumwollseil mit einem Durchmesser von 4 mm. Das hier wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von dem Online-Shop pferdeseile.de. Da werde ich euch auch nochmal einen Link in die Infobox setzen. Ich habe mir jetzt 3 Punkte markiert und werde jetzt mit der Bohrmaschine da Löcher reinbohren. Und die müssen so groß sein, dass da insgesamt 4 dieser Schnüre durchpassen. Wir schneiden uns dann 6 Seile zurecht, die eine Länge von 4,5 Metern haben, greifen das Seil dann in der Mitte, führen die Schlaufe von hinten nach vorne durch den Gardinenring und ziehen diese beiden Enden durch die Schlaufe und ziehen das zu. Und das machen wir mit den übrigen 5 Schnüren auch so. So, wir beginnen jetzt damit, eine Knotenfolge von links nach unten in die Mitte zu machen. Dafür nehmen wir die linke Schnur als unsere Leitschnur und wickeln die übrigen Schnüre da drum. Das heißt, wir nehmen die zweite Schnur, legen sie über die Leitschnur und von hinten nach vorne durch diese Schlaufe durch, halten die Leitschnur stramm und ziehen den Knoten nach oben. Machen das nochmal. So, und wenn wir das zweimal gemacht haben, nehmen wir die nächste Schnur und machen das genauso. Wenn wir das jetzt bis zur Mitte gemacht haben, machen wir das gleiche auf der rechten Seite, nur spiegelverkehrt. Das heißt, die rechte Schnur wird unsere Leitschnur. Wir nehmen die zweite, legen sie über die Leitschnur und von hinten nach vorne durch die Schlaufe und ziehen das zu und machen das mit jeder Schnur zweimal. Wenn das gemacht ist, machen wir das gleiche nochmal und setzen eine Knotenfolge genau darunter. So, ich habe jetzt noch eine dritte Reihe hinzugefügt und als nächstes nehmen wir uns jetzt die 4 äußeren Schnüre und machen die erste Hälfte eines Kreuzknotens. Und zwar nehmen wir die linke Schnur, legen sie über die 2 mittleren und unter die rechte. Und die rechte Schnur legen wir unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne durch diese Schlaufe und ziehen das so ein bisschen nach oben. Und das wiederholen wir jetzt ein paar Mal und dann wird sich das Ganze spiralförmig drehen. So, ich habe jetzt insgesamt 14 dieser Knoten gemacht und das gleiche mache ich jetzt mit den mittleren und den rechten Schnüren auch. Als nächstes machen wir jetzt im Grunde das gleiche wie hier oben. Das heißt, wir werden 3 Knoten reinmachen, die dann eine Art V bilden. Im nächsten Schritt werden wir das gleiche wie hier oben machen. Das heißt, wir werden wieder immer die erste Hälfte des Kreuzknotens machen und erhalten dann 3 Spiralen. Ich habe jetzt außen 20 Knoten gemacht und in der Mitte 19. Und als nächstes werden wir jetzt die jeweils mittleren 2 Schnüre nehmen und dort jeweils eine Holzperle aufziehen. So, und dann nehmen wir die beiden äußeren Schnüre und legen die in die Mitte und machen jetzt im Grunde genauso weiter. Das heißt, wir machen wieder die erste Hälfte des Kreuzknotens und das auch wieder 20 Mal.
Als nächstes werden wir wieder 2 Perlen auffädeln. Und das gleiche machen wir hier oben, das heißt die äußeren Schnüre werden zu den mittleren und wir machen noch ein paar dieser Knoten. Ich habe jetzt noch insgesamt 6 Knoten gemacht und jetzt nehmen wir diesen Strang und werden die 4 Schnüre durch ein Loch fädeln. Wenn die 4. Schnur da nicht so gut durchpasst, nimmt man sich eine Nadel und einen Faden und wickelt den Faden einfach ganz häufig um das Ende, sodass das schmaler wird und dann kann man das dann da durchziehen. Wenn dann alles durchgefädelt ist, drehen wir das Ganze um und machen direkt hinter dem Loch nochmal einen Kreuzknoten. Das heißt, erst machen wir links die Schlaufe und dann machen wir das Ganze nochmal spiegelverkehrt. Und dann rechts die Schlaufe. Und das machen wir mit den anderen 2 auch. Als nächstes nehmen wir dann 2 von den linken und 2 von den rechten Schnüren und führen die so mittig bis circa zum Rand des Brettchens und machen da einen Kreuzknoten. Das heißt, wie gewohnt den ersten Teil, den kennen wir ja, und dann spiegelverkehrt nochmal auf der rechten Seite. Wenn das dann mit den anderen Schnüren auch gemacht ist, dann nehmen wir uns wieder die linken und die 2 rechten Schnüre und verbinden die mit einem Kreuzknoten. Und das gleiche wiederholen wir nochmal. Und dann machen wir das noch ein letztes Mal und setzen die Knoten direkt oben an die anderen. Wenn das dann gemacht ist, nehmen wir uns die längste Schnur und wickeln sie ein paar Mal um die anderen herum. So, und dann verknoten wir den Faden, indem wir den einfach nochmal durch eine Schlaufe ziehen. Zum Schluss kann man noch Perlen auf die Enden der Schnüre ziehen und die dann auch noch kürzen. Und dann sind wir fertig.